Egal wie man Strom produziert, man braucht dafür Platz. Strom aus Kohle erfordert Minen und Kraftwerke, um die Kohle zu verbrennen und die Wärme in Strom umzuwandeln. Für Kernkraft braucht man Uranminen, Anlagen zur Aufbereitung des Urans, einen Reaktor und einen Ort zur sicheren Lagerung der verbrauchten Brennelemente. Erneuerbare Energien benötigen Windturbinen oder Solarmodule. Wie viel Platz erforderlich ist, hängt von der Stromquelle ab. Angenommen, man will eine 10-Watt-Glühbirne mit fossilen Brennstoffen wie Kohle betreiben. Fossile Brennstoffe können bis zu 2000 Watt pro Quadratmeter erzeugen. Zur Versorgung der Birne wäre also nur ein Stück Land in Kreditkartengröße nötig. Bei Atomenergie braucht man vielleicht nur den Platz von 2 Handflächen. Bei Solarstrom braucht man mindestens 0,3 Quadratmeter Land, die doppelte Größe eines Kantinentabletts. Windkraft erfordert zum Betrieb der Birne etwa 7 Quadratmeter, etwa halb so viel wie eine Parklücke. Wenn man bedenkt, wie viel Platz nötig ist, um Städte, Länder und die ganze Welt zu versorgen, summiert sich das schnell. Aktuell verbraucht die Welt 3 Billionen Watt Strom. Um sie nur mit fossilen Brennstoffen zu versorgen, bräuchte man mindestens etwa 1200 Quadratkilometer, ungefähr die Größe der Insel Grand Bahama. Bei Kernenergie bräuchte man mindestens fast 4-mal so viel Platz, rund 4000 Quadratkilometer, etwa weniger als die Fläche von Delaware. Mit Solarenergie bräuchte man mindestens 95.000 Quadratkilometer, das entspricht ungefähr der Fläche Südkoreas. Bei Windkraft bräuchte man 2 Millionen, etwa das Gebiet Mexikos. Bei jeder Stromquelle gibt es Unterschiede, wie viel Energie sie pro Quadratmeter erzeugen kann. Aber die Zahlen geben uns ein ungefähres Gefühl für den Platzbedarf. Natürlich ist der Bau von Energieinfrastruktur in einer Wüste, einem Regenwald, einer Stadt oder sogar im Meer eine völlig andere Perspektive. Und Energiequellen monopolisieren den von ihnen eingenommenen Raum in sehr unterschiedlichem Maße. Nehmen wir die Windkraft. Windturbinen müssen verteilt werden, manchmal in einem halben Kilometer Abstand, damit die Turbulenzen der einen Turbine den Wirkungsgrad der anderen nicht schmälern. Ein Großteil der Flächen für die Windenergieerzeugung ist also noch anderweitig nutzbar. Aber die Grundfläche ist immer noch wichtig, denn Städte und andere dicht besiedelte Gebiete haben einen hohen Strombedarf und der Platz in ihrer Nähe ist oft begrenzt. Unsere aktuelle Strominfrastruktur funktioniert am besten, wenn Strom erzeugt anstatt gespeichert oder über große Entfernungen transportiert wird. Dennoch besteht der Platzbedarf nur über weite Entfernungen. 2020 stammten 2/3 unseres Stroms aus fossilen Brennstoffen. Jedes Jahr ist die Stromerzeugung für etwa 27% der mehr als 50 Milliarden Tonnen Treibhausgase verantwortlich, die wir der Atmosphäre zuführen und beschleunigt damit den Klimawandel und die damit verbundenen Schäden. Obwohl fossile Brennstoffe aller Technologien am wenigsten Platz benötigen, können wir uns nicht weiter auf sie verlassen. Die Kosten sind ein weiterer Faktor. Atomkraftwerke stoßen keine Treibhausgase aus und benötigen nicht viel Platz, sind aber viel teurer im Bau als Solarmodule oder Windkraftanlagen und produzieren Müll, der entsorgt werden muss. Erneuerbare Energien haben fast keine Grenzkosten. Anders als bei Anlagen mit fossilen Brennstoffen muss man für die Stromerzeugung nicht ständig Brennstoff kaufen. Aber man braucht viel Wind und Sonne, die an manchen Orten eher verfügbar sind als an anderen. Keiner dieser Ansätze ist die beste Option, um die ganze Welt zu versorgen und schädliche Treibhausgasemissionen zu vermeiden. Mancherorts könnte Atomkraft die beste Option sein, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. Andere Regionen, wie die USA, haben die natürlichen Ressourcen, um den Großteil ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Wir sollten in allen Bereichen daran arbeiten, unsere Stromquellen besser zu machen. Sicherer im Fall der Kernenergie, einfacher bei Speicherung und Transport im Fall erneuerbarer Energien. Wir haben die Werkzeuge und das Wissen, um die Welt zu retten, aber was kommt als nächstes? Unter ed.ted.com/earthschool findest du eine Roadmap, der du folgen kannst und konkrete Maßnahmen, mit denen du etwas bewirken kannst.